Guten Nachmittag, Abend, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen pünktlich an, aber wir haben ja noch so ein bisschen Zeit. Falls die Frage kommt, beziehungsweise die Frage kommt hundertprozentig immer wieder, ja, es gibt selbstverständlich eine Aufzeichnung von diesem Webinar und zwar bleibt dieser Link bestehen. Das heißt, ihr habt ja eine E-Mail bekommen oder irgendwie zumindest von diesem Link erfahren und unter diesem Link findet ihr dann. Also das Webinar dauert jetzt ungefähr eine Stunde, denke ich, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem wie viele Fragen ihr noch mit dabei habt und wie viel wir noch diskutieren wollen anschließend. Wenn wir dann aber durch sind, bleibt der Link eigentlich bestehen. Das dauert manchmal so ein paar Minuten, aber dann ist das quasi hier verfügbar. Ich werde es anschließend nochmal so ein bisschen komprimiert zusammenschneiden und dann nochmal neu hochladen auf den Kanal. Das ist übrigens dann auch nicht das erste Webinar. Und deswegen würde ich euch gerne anregen, abonniert doch den Kanal, weil wir machen jetzt jeden Dienstag ein Webinar. Alle, die es noch nicht getan haben, bitte genau jetzt abonnieren. Und ich würde sagen, dann verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Das gibt's. Ich habe in diesem Webinar, also dieses Mal habe ich zwei so Excel-Berechnungstools oder um genau zu sein, Google Sheets-Berechnungstools gebaut. Die schicke ich auch rum. Beziehungsweise verlinke sie am besten in der Beschreibung, dass ihr wisst, wo ihr die findet. Werde ich dann aber zu gegebenen Zeitpunkt auch nochmal erwähnen, wo ihr sie denn genau findet. Ich springe schon einmal rein in meine Präsentation. Wie ihr es gewohnt seid, habe ich ein paar Slides vorbereitet. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr einfach im Chat die Fragen. Ich gucke manchmal so ein bisschen rüber oder mache zwischendrin mal so Pausen und gucke dann mal, ob Fragen da sind und gehe dann auf die Fragen ein. Heute geht es mal nicht um, ich würde mal sagen, harte Steuerthemen, sondern um ein anderes wichtiges Thema, mit dem ich mich persönlich ehrlicherweise am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr, sehr schwer getan habe. Und zwar der Stundensatzkalkulation. Und also einen kleinen Ausflug machen wir doch zumindest darin, wie ich denn meinen berechneten Stundensatz auch argumentiere und wie ich den verkaufen kann. Weil das Kalkulieren ist das eine, das Verkaufen an den Kunden ist dann das andere. Genau, und deswegen geht es in diesem Webinar um Kalkulation des Stundensatzes. Agenda, ich will so ein bisschen so ausholen einmal, so ein paar Sachen. Ehrlicherweise, das ist so ein bisschen Selbstoffenbarung, dieses Webinar. Ich erzähle euch in erster Linie, was ich gemacht habe, was ich am Anfang alles falsch gemacht habe, was ich auch immer wieder sehe, was falsch gemacht wird. Und ja, ich bin Mitgründer, Kanzleimanager von einer Contest Steuerberatungsgesellschaft. Und ich sehe es natürlich auch. Ich sehe bei ganz vielen unserer Mandanten, was die so auf ihre Rechnung schreiben. Und bei manchen neuen Mandanten denke ich mir, das wird schwierig, das dauerhaft ich würde mal sagen, die Selbstständigkeit so beizubehalten. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen zeigen, erklären, wie es geht und so weiter. Und möchte dann quasi so ein Intro machen in 3 Möglichkeiten der Preiskalkulation, wie ihr dann da vorgeht und wie ihr dann da zu einem finalen Preis kommt. Und ganz am Ende habe ich erwähnt, die Kalkulation ist das eine, die Preise dann durchzusetzen und von dem Kunden auch bezahlt zu bekommen, ist noch ein ganz anderes Thema. Sprengt auch den Rahmen, wenn wir da das jetzt vollkommen breit ausbreiten würde, aber ganz ohne wäre dieses Webinar auch so ein bisschen nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, mein Name ist Melchior Neumann, ich komme aus Berlin, ich bin Steuerfachangestellter und ich habe Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Ich habe einige Jahre bei KPMG gearbeitet, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und in einer ETL Steuerberatungsgesellschaft. ETL ist ich glaube, mit die größte Steuerberatungsgruppe in Deutschland. Da habe ich einige Jahre Berufserfahrung gesammelt in der Steuerberatung. Ehrlicherweise war mir das Ganze ein bisschen zu langweilig, habe deswegen gekündigt und mich selbstständig gemacht und bin seit über 14 Jahren irgendwie mehr oder weniger selbstständig. Am Anfang die ersten 7 Jahre, eigentlich sind 7 Jahre, jetzt im Mai, am 25. Mai sind es dann 7 Jahre auch in Vollzeit. Das heißt ziemlich 50-50 nebenberufliche Selbstständigkeit und vollberufliche Selbstständigkeit. Und letztes Jahr haben wir mit Contest den Steuerservice, also das Ganze uns dem Thema Steuern mehr gewidmet und die Contest Steuerberatungsgesellschaft gegründet. In dieser Contest Steuerberatungsgesellschaft bin ich quasi Kanzleimanager. Und ja, es ist jetzt nicht das erste Webinar. Ihr findet die Aufzeichnung von den früheren Webinaren auch auf diesem YouTube-Kanal. Da geht es immer mehr Richtung um Steuern. Und ja, sowas mache ich zum Beispiel. Bin da aber natürlich auch im Alltag viel in Kontakt mit Mandanten. So viel zu mir.
Wenn dazu noch Fragen sind, gerne auch in den Chat. Ich beantworte alle Fragen auch zu mir. Aber im Augenblick sehe ich noch gar keine Fragen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und zwar steigen wir ein mit dem größten Irrtum überhaupt. Es ist Katastrophe gewesen. Ich habe damals, wie gesagt, vor 14 Jahren, da war ich 17, 18, bin gestern 32 geworden, deswegen ein bisschen mehr als 14 Jahre, 14,5 Jahre. Ich habe angefangen zu googeln, wie viel muss ich eigentlich so pro Stunde verlangen und so weiter. Habe einige Anleitungen so im Internet gefunden und da wurde immer irgendwie gesagt, okay, rechne mal zusammen, wie viel Kosten du eigentlich hast, überleg dir dann, wie viele Stunden du arbeiten kannst und nimm das als Ausgangslage, um deinen Stundensatz zu berechnen. Davon rate ich dringend ab. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich war zu der Zeit in der Oberstufe, in der Schule. Meine Kosten waren nicht so besonders hoch. Ich war immerhin schon, hatte mit eigener Wohnung. Aber wenn ich jetzt noch bei den Eltern gewohnt hätte, dann hätte ich halt Kosten von 100, 200 Euro im Monat gehabt. Da wäre mein Stundensatz nicht so besonders hoch gewesen. Nichtsdestotrotz, eigene Wohnung, niedrige Kosten. Ich hatte irgendwie Kosten von 800 Euro im Monat. Und wenn ich die als Grundlage für meine Stundensatzkalkulation nehme, dann ist mein Stundensatz nicht so besonders hoch. Und das Problem, was dann entsteht, ist nicht sofort zu sehen, sondern erst später. Nämlich, wenn ich mit 1000 Euro vielleicht ganz gut klargekommen bin am Anfang meiner Selbstständigkeit, weil ich zum Beispiel aus der Uni gekommen bin, weil ich vielleicht während der Uni gegründet habe oder vielleicht auch, weil ich nebenberuflich gegründet habe und eigentlich meine Selbstständigkeit gar nicht aus dem finanziellen Aspekt starte, sondern einfach, weil ich Spaß habe. Vielleicht komme ich dann mit 1000 Euro ganz gut aus und, und rechne einfach mit diesen Kosten. Aber nach 5 Jahren, nach 10 Jahren kann sich die Welt vollkommen verändert haben. Vielleicht ist ein Kind da, brauchst ein Auto, Hausbau, was auch immer. Das Leben hat viele Überraschungen parat. Es ist aber wahnsinnig schwierig, dann seinen eigenen Stundensatz zu verdoppeln oder zu verdreifachen und die Kunden zu behalten. Das heißt, entweder hast du dir eine ganz klare Überlegung, dass du sagst, du hast bestimmte Kunden und die verlierst du dann sowieso, weil kein Kunde wird dir für die gleiche Leistung, die du tust, erst 20, 25 Euro die Stunde zahlen und später 60, 70 Euro die Stunde bezahlen. Das wird nicht passieren. Genauso wenig wird er dir erst 50 bezahlen und später 150 fürs Gleiche, weil du in gewisser Weise bei den Kunden irgendwie eingeordnet bist in eine Price Range, du bist in einem bestimmten Budget drin und die werden das nicht für dich verdoppeln, verdreifachen und anschließend immer noch das Gleiche bekommen. Deswegen wird das so nicht passieren. Und jetzt so als Beispiel, bei mir verheiratet, Kinder im Anmarsch, Hausbau ist bei mir persönlich noch nicht das Thema oder so, aber dann doch schon die Überlegung, okay, wie macht man das denn mit Kindern? Soll ein älteren Teil vielleicht zu Hause bleiben und sowas? Und zack, sind aus den 1000 Euro Kosten, die ich im Monat habe, vielleicht 3000 geworden und schon müsste ich meinen Stundensatz irgendwie verdreifachen. Und das ist eine Sackgasse, aus der kommt ihr nicht raus. Das Einzige, was ihr da machen könnt, ist alle Kundenbeziehungen beenden, nochmal von vorne anfangen und eventuell müsst ihr sogar an eurer Positionierung arbeiten, weil auch Empfehlungen, die ihr bekommt, nur als Beispiel, ich bin jetzt, ich muss ja gar kein Beispiel nehmen, ich kann von mir reden, ich habe Online-Communities aufgebaut, das heißt, ich habe Foren, Mitgliedschaftsbereiche moderiert, ich habe teilweise E-Learning ausgearbeitet und so weiter, habe für Softwareunternehmen solche Dinge gemacht und bin da, ehrlicherweise, mein erster Stundensatz, den ich abgerechnet habe, waren 13,50 Euro die Stunde. Das ist nicht so besonders viel. Und das zu erhöhen später ist unmöglich. Und die haben mich auch weiterempfohlen. Das Problem ist, die haben mich halt weiterempfohlen als, oh, der macht ganz gute Arbeit für gutes Geld. Und wenn ich jetzt von dem nächsten Kunden plötzlich 60, 70 Euro hätte verlangen wollen, hätte ich die Kunden nicht akquiriert. Das heißt, ich hätte eigentlich in gewisser Weise fast bei Null starten müssen. Und falls du ganz am Anfang stehst, mach den Fehler nicht. Und ja, man kann sich immer darüber lustig machen und sagen, für so wenig Geld würde ich ja niemals arbeiten, aber ganz ehrlich, jeder von uns stand irgendwie mal ganz am Anfang und das ist mit der häufigste Anfängerfehler überhaupt, den ich sehen kann. Deswegen ist es besser, von Anfang an vornherein zu berücksichtigen, dass du höher einsteigst, dass du ein gutes, in Anführungszeichen, Gehalt verdienst, das, was du auch verdienen würdest, wenn du einen guten Angestelltenjob hättest. Und wie du da hinkommst, darauf gehen wir heute ein, weil du einfach das später nicht nochmal verdoppeln, verdreifachen kannst. Und bevor du quasi dir überlegst, was eigentlich dein Preis ist, wie du zu deinem Preis kommst, solltest du dir ein paar Gedanken machen und solltest auch eine gewisse Klarheit und Transparenz für dich schaffen. Und das meine ich absolut ernst, sei ehrlich zu dir
ob dein Geschäftsmodell überhaupt funktioniert. Ich sehe das insbesondere bei so ganz vielen Leuten, die aus einer starken Leidenschaft heraus gründen, merke ich häufig, dass die sich nicht wirklich Gedanken gemacht haben über das Geschäftsmodell und nicht wirklich so einen Realitätscheck gemacht haben, ob sie wirklich das Geld bekommen, was sie gerne hätten für ihre Dienstleistung. Deswegen solltest du vorher unbedingt wissen, kennst du deinen eigenen Stundensatz, und zwar nicht den Stundensatz, den du den Leuten in Rechnung stellst, sondern den wahren Stundensatz. Und da muss rein kalkuliert sein, deine nicht abrechenbare Zeit, ich nenne sie uneffektive Zeit, klingt immer ein bisschen böse, ist gar nicht die uneffektive Zeit, aber die ganze Zeit, die du nicht abrechnen kannst. Als Selbstständiger hast du viel mehr Job, als nur für den Kunden zu arbeiten. Du musst deine Buchhaltung machen, du musst Rechnung schreiben, du musst für dich Marketing machen, du musst Fortbildung machen, all die Dinge, deine Krankheitskosten, dein Urlaub, das alles muss ja in deinem Stundensatz mit drin sein. Und du solltest dir überlegen, wie viel musst du eigentlich berechnen, damit du da ein vernünftiges Leben hast, damit das auch alles gedeckt ist. Das heißt, kennst du deinen wahren Stundensatz, wenn du jetzt arbeitest? Wie viel verdienst du durchschnittlich umgerechnet, wenn du jetzt 1 Stunde Buchhaltung machst? Oder du sitzt jetzt gerade in einem Webinar. Ist das Freizeit für dich? Ich hoffe, es macht dir ein bisschen Spaß, aber es ist definitiv keine Freizeit, weil wir reden hier gerade über die Stundensatzkalkulation, und wenn das nicht gerade dein Hobby ist, dann ist das deine Arbeitszeit. Und wie kriegst du das hin, dass du, bitte geht nicht alle sofort, aber wie kriegst du das hin, dass du in deiner produktiven, abrechenbaren Zeit das Geld dafür reinholst, dich auch mal 1 Stunde lang damit beschäftigen zu können, wie viel du eigentlich abrechnen musst. Und das muss in deiner Kalkulation berücksichtigt sein. Dann solltest du dir überlegen, was sind deine Fixkosten. Sowohl deine privaten Fixkosten als auch deine beruflichen Fixkosten. Zu dem Thema habe ich übrigens ein Video gemacht, das heißt, welche Kosten du wo absetzen kannst, was sind betriebliche Kosten und was sind private Kosten. Dazu habe ich ein Video gemacht. Habe ich auch ein Webinar gegeben vor 2 Wochen, glaube ich. Ich weiß nicht, der eine oder andere war vielleicht dabei. Da ging es um Betriebsausgaben, außergewöhnliche Belastung, Sonderausgaben, was man steuerlich geltend machen kann. Die Aufzeichnung kommt morgen früh online. Da fehlen mir noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber wenn du den Kanal abonnierst, dann bist du live dabei. Und wichtig ist auch für dich klare Regeln, würde ich mal sagen. Du solltest dir idealerweise monatlich ein eigenes Gehalt auszahlen. Das heißt, von deinem Geschäftskonto, also erste Regel, Geschäftskonto und privates Konto trennen, und von deinem Geschäftskonto solltest du dir idealerweise monatlich so etwas wie ein Gehalt auszahlen. Ist eine Privatentnahme, ein Selbstständiger, der so ein Einzelunternehmen gegründet hat, hat kein Gehalt, sondern der hat Privatentnahmen, aber du solltest es wie ein Gehalt handhaben. Das heißt, dass du dir irgendwie 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, wie viel auch immer, du dir monatlich auf dein Privatkonto zahlst, was du brauchst für deine privaten Fixkosten. Du solltest aber auch, das sollte nicht alles sein, weil es gibt auch immer mal wieder Krisenzeiten, und dieses Gehalt solltest du dir immer auszahlen können. Auch wenn plötzlich ein Corona da ist. Ich meine, jetzt gut, ist schon über ein Jahr, aber wer dachte von uns vor 1,5 Jahren, dass plötzlich Corona kommt und die Welt verrückt spielt? Und da brauchst du eine gewisse finanzielle Reichweite. Das heißt, du brauchst für ein paar Monate im Voraus alle Kosten schon auf deinem Konto auch, damit du dir wirklich monatlich dein Gehalt auszahlen kannst, damit du nicht gleich nach 2 Wochen Krise in die Knie gehst. Das alles muss in der Kalkulation berücksichtigt sein, und über das alles brauchst du eine Transparenz. Und da geht es auch wirklich darum, 100% ehrlich zu dir zu sein, weil ich persönlich kenne das, wenn ich meine Arbeit liebe und ich ein Projekt unbedingt machen will und dann verliebe ich mich in dieses Projekt, dann ist das betriebswirtschaftlich super schlecht kalkuliert. Ich belüge mich selbst dafür, wie schnell das doch geht und dass das ja auch okay ist, dass ich weniger abrechne, weil ich lerne ja auch was dafür und ich baue ja auch Kontakte auf und all solche Sachen. Das ist alles okay. Aber bitte schmeiß nicht die betriebswirtschaftliche Rechnung so über den Haufen. Und ja, genau. Grundsätzlich ist es ein Irrglaube, dass du deine Preise so tief wie möglich kalkulieren solltest. Es ist so aus einer Angst. Aus so einer Angsthaltung kenne ich das absolut, wie gesagt, mit 13,50 €, das war mein erster Stundensatz. Vielleicht schreibt ihr einfach mal euren ersten Stundensatz, den ihr auf eure Rechnung geschrieben habt, einfach mal in den Chat, weil da gibt es einige, die haben Stundensätze verlangt, die sie heute niemals verlangen würde. Also ich habe mich später auch selbstständig gemacht und jetzt bis Sommer letztes Jahr habe ich eine eigene Agentur gehabt und da war mein Standardsatz 80 €.
Und ja, damit bin ich gut klargekommen, aber 13,50 war doch erheblich was anderes und hätte niemals die gleichen Kunden haben können. Das heißt, wenn sich deine Situation verändert, Lebenssituation verändert, ist es schwer, die Preise zu verändern. Deswegen solltest du frühzeitig dir bewusst Gedanken machen über deinen Preis. Du solltest dir bewusst Gedanken machen, was deine Arbeit wert ist und solltest dir bewusst darüber Gedanken machen, wie viel Geld du eigentlich zum langfristigen Leben brauchst. Ja, so viel zum allgemeinen einführenden Worten und mein Appell ganz am Anfang. Ich möchte jetzt in diesem Webinar, das sind so drei Säulen, und zwar möchte ich einmal auf eine reine Stundensatzkalkulation eingehen, dann möchte ich einmal auf eine reine Kalkulation basierend auf den Kunden eingehen und dann möchte ich euch einmal vorstellen, was man machen kann, wenn man ein sehr standardisiertes Produkt hat und was man auch gerade in der Dienstleistungsbranche super gut machen kann, und zwar, dass man eine Kalkulation basierend auf Produkten macht. Das heißt, dass man Produkte, Dienstleistungsprodukte anbietet und da kann man ein bisschen anders kalkulieren, da kriegt man aber Stundensätze unter Umständen, wo man es gut macht, die man sonst niemals bekommen würde. Sind ansonsten bis hierhin erstmal Fragen? Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Wenn ich wechselnde Kunden habe, die sich nicht kennen, kann ich das aber doch mit dem Preis neu definieren. Auf jeden Fall. Das kannst du sowieso immer machen, wenn du neue Kunden hast. Eigentlich ist jeder neuer Kunde ein absoluter Neuanfang. Das ist immer schon mal ganz gut. So, eure ersten Stundensätze. 100 Euro, 80 Euro, 101 Euro, 60 Euro für die Stunde, für die Beratung, 125 Euro, 100 Euro, aber lieber projektbasiertes Pricing. Sehr schön. Da seid ihr schon mal, ich will nicht sagen besser als ich, aber es kommt noch ein bisschen drauf an, was. Ich habe jetzt einige IT-basierte gesehen. Da geht es auch tatsächlich gar nicht so sehr darum, dass, wer hat jetzt mehr oder wer kann mehr oder sowas. Wie gesagt, 13,50, wer das unterbieten kann, der gewinnt einen Preis. Ja, ich war erst 17 zu dem Zeitpunkt, aber ganz ehrlich, 13 Euro, wo wir da landen, sehen wir gleich im Beispiel. Preiskalkulation auf dem Stundenlohn basiert, funktioniert vor allem für Dienstleistungen. Die meisten, die jetzt vorhin reingeschrieben haben, was sie machen, sind irgendwo im Dienstleistungsbereich tätig. Das heißt, das dürfte für euch interessant sein. Und wichtig ist da, du selbst bist das Produkt. Das heißt, du hast nichts anderes. Ich glaube, wir haben ein paar andere Sachen. Gerade im Handwerk verschmilzt das zum Teil, weil du hast einmal die Stunde, die du abrechnest, plus das Material, wo du auch unter Umständen günstiger einkaufen kannst und teurer verkaufen kannst. Und als Handwerker, der eine super gute Einkaufsquelle hat und Material super günstig einkaufen kann, muss vielleicht gar nicht so viel als Stundensatz aufschlagen, weil er über die Marge des Produktes schon ganz viel verdienen kann. Also das ist so eine Mischkalkulation. Wenn du aber im Dienstleistungsbereich bist, dann ist eine Stunde von dir bist du. Also du verkaufst dich selbst und dadurch hast du ein sehr limitiertes Angebot, weil dich gibt es halt nicht unbegrenzt, also deine Zeit gibt es nicht unbegrenzt und deswegen kannst du eigentlich nur skalieren darüber, dass du deinen Preis anhebst oder mehr arbeitest, das ist aber sehr begrenzt nur verfügbar. Und du musst halt alle anderen Unwägbarkeiten auch mit einkalkulieren. Wie man das Schritt für Schritt macht, habe ich hier einmal auf die Folie geschrieben. Ich würde dir aber vorschlagen, ich wechsle direkt einmal in mein Excel-Sheet und wir machen es einfach einmal zusammen, was wir alles berücksichtigen müssen. Und zwar gehen wir dafür einmal, jetzt müsstet ihr gleich einmal mein Excel-Sheet sehen. Noch kein Stundensatz, da ich noch am Plan bin. Hervorragender Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Ich sehe, dass meine Excel-Liste zu sehen ist. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal einen Stundensatz so durchrechnen. Gehen wir mal davon aus, also ich kenne euch jetzt nicht persönlich, ich nehme einfach mal irgendjemand raus, so aus dem Chat, wer hat als letztes geschrieben? Der letzte hat geschrieben 60 Euro die Stunde für Beratung. Eigentlich ist auch egal, mit Beratung kann sich fast jeder identifizieren. Wir nehmen einmal Beratung. Alle anderen müssen das jetzt auf ihren Fall anwenden und so weiter. Und dieses Sheet, das teile ich, das verlinke ich anschließend unter der Aufzeichnung quasi in der Beschreibung, dann findet ihr das auch. Ganz wichtig, das ist ein Excel-Sheet, ihr kriegt auch nur die Leserechte. Bitte dupliziert das erst einmal und schreibt dann eure Zahlen rein, weil sonst sieht jeder eure Zahlen. Aber das traue ich euch zu. Das Jahr hat meistens 365 Tage. Das heißt, hier gehen wir oben erstmal rein und sagen, okay, dieses Jahr hat 365 Tage. Wir wollen natürlich nicht 365 Tage arbeiten. Wir haben Wochenenden und wir wollen am Wochenende am liebsten nicht arbeiten. Das heißt, wir haben 52 Wochen mal 2 Tage am Wochenende sind 104
104 Tage, an denen ich aufgrund von Wochenende nicht arbeiten kann. Ich kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ey, ich bin super motiviert, ich will das erstmal ins Laufen bekommen und so weiter. Will ich nur sonntags nicht arbeiten und samstags habe ich überhaupt kein Problem zu arbeiten. Könnt ihr so machen. Ich könnte auch sagen, ich arbeite vielleicht samstags nur halb und rechne dann 26 Tage für die Samstag, also immer halbe Tage, plus 52 Tage und dann bin ich bei 78. Ich bleibe jetzt aber, weil die meisten doch am Samstag, Sonntag lieber nicht arbeiten wollen, bleibe ich quasi mal da. Dann gibt es Feiertage. Könnt ihr gerne in den Kalender gehen. Dieses Jahr haben wir übrigens echt ein Mistjahr irgendwie bekommen. Alle Feiertage, 1. Mai und alle möglichen Feiertage fallen irgendwie auf Wochenende. Schön, dass es diese Woche nicht so ist. Himmelfahrt am Donnerstag ist doch frei. Aber plus, minus ungefähr 10 Feiertage im Jahr. An den Feiertagen würde ich auch gerne nicht arbeiten und ich würde gerne Urlaub nehmen. 20 Tage, 30 Tage, 40 Tage können wir uns aussuchen. Ich denke mir mal so 25 Tage. Ich fange gerade an. Ich plane gerade als Berater tätig zu werden und mich selbstständig zu machen und denke mir so, ich würde gerne generell mal 25 Urlaubstage im Jahr machen. Dann bin ich wahrscheinlich auch krank. Und natürlich kann man auch sagen, ich habe jetzt ein gutes Immunsystem und so weiter und ja, all die Dinge. Ich bin auch ganz selten krank, aber wenn ich krank, dann liege ich leider ein bisschen länger flach meistens. Ich bin jetzt auch nicht super häufig krank. Aber zu glauben, alles so zu kalkulieren, dass man nie krank wird und das alles in Perfektion laufen muss, damit ich finanziell klarkomme, ist immer ungünstig. Plant hier lieber Sicherheitspuffer ein und ich sage einfach mal, ich plane 10 Tage krank zu sein und wenn ich dann nicht krank bin, dann mache ich halt länger Urlaub oder wie auch immer oder freue mich über den zusätzlichen Umsatz, den ich gemacht habe. Es bleiben also Netto-Arbeitstage im Jahr von 216 Tagen. Das heißt, ich kann an 216 Tagen im Jahr arbeiten und Geld verdienen. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag. Das heißt, wie viele Stunden am Tag möchte ich eigentlich arbeiten? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Freundin von mir, die hat sich vor kurzem als Challenge genommen, nur 4 Tage am Tag zu arbeiten. Dann könnt ihr da gerne 4 eintragen. Ich selbst bin eher derjenige, der lieber einen Tag mal frei macht, dann aber, wenn er arbeitet, lieber bei 10, 12, 14 Stunden da ist, weil wenn ich im Tunnel bin und dann im Flow bin und so, dann habe ich da überhaupt kein Problem. Ich hätte ein Problem damit, nach 4 Stunden aufhören mit der Arbeit. Deswegen bin ich eher derjenige, der wenn er arbeitet, viel arbeitet und dann lieber irgendwo anders mal einen Tag frei nimmt. Deswegen, ich schreibe einfach mal 10 Stunden pro Tag rein. Ihr könnt ja natürlich auch bei 8 bleiben. Ganz wichtiger Punkt. Was ist euer Zeitverlust durch nicht abrechenbare Stunden bzw. Nichtauslastung? Und das ist teilweise extrem. Da gibt es so unterschiedliche Faustformeln. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahl kennt, wie es bei euch aussieht. Ich kann euch so ein bisschen mal was erzählen. Meine Frau beispielsweise, die ist Ernährungswissenschaftlerin, die hält Vorträge für Ernährungsverhalten, zum teilweise so betriebliches Gesundheitsmanagement in größeren Unternehmen, erzählt denen so, ist dann im Rahmen von so einem Paket, aber sie hält zum Beispiel Vorträge und Trainings. Sie bereitet sich da sehr, sehr viel vor. Wenn sie einen Tag Training in einem Unternehmen hat, dann bereitet sie sich 2 Tage, 3 Tage vor und nochmal 1, 2 Tage nach. Das heißt aber, plus diesen ganzen eigenen Verwaltungsaufwand, das heißt, sie arbeitet aber an einem Tag in der Woche, das heißt 8 Stunden ist sie dann in einem Unternehmen, hat aber bestimmt nochmal 4 Tage, 5 Tage Vor- und Nachbereitung. Das heißt, sie hat faktisch 20 Stunden, durch nicht abrechenbare Stunden, das heißt 80% ihrer Zeit, in der sie tätig ist sie nicht direkt beim Kunden. Wenn ein Kunde Sie jetzt fragen würde, wie teuer ist denn eine Stunde von dir in dem Unternehmen, müsste sie das da reinschreiben, weil sie 80% durch Vor- und Nachbereitung verliert. Und dadurch muss sie viel, viel mehr Geld in der Stunde verdienen, in der sie dann in dem Unternehmen ist. Ist ganz üblich. Bei Speakern ist das noch teilweise krasser, wenn so Bühnenshow und so ein Zeug, die bereiten sich 90-95% der Zeit vor und verlieren die Zeit natürlich. Dadurch ist aber auch so ein Auftritt extrem teuer, weil sie halt so viel Vor- und Nachbereitungszeit haben. Bei mir als Dienstleister, habe ich erzählt, da war Community Manager, habe auch eine Agentur gehabt. Für mich war auch die Faustformel immer ungefähr 2/3 der Zeit sollte abrechenbare Zeit sein. Das heißt, ich habe immer 33% ungefähr verloren.
Na, machen wir 35, dann haben wir hoffentlich glattere Beträge unten. Das heißt, ich habe 1/3 meiner Zeit verloren durch interne Organisation, durch Marketing, durch Vertrieb, durch die eigene Buchhaltung, durch auch Leerlaufzeiten, die ich einfach nicht verkaufen konnte. Also das habe ich gerade bei ganz vielen letztes Jahr mit Corona natürlich gesehen, dass ganz viele Leute zwar gerne gearbeitet hätten, aber keiner hat sie gebucht. Das heißt, hier immer die Zeiten, die ihr quasi Leerlauft und Eigenorganisation habt. Mein Ziel in der Agentur waren es 35% Eigenarbeit. Letztes Jahr waren es eher 50%, um mal ehrlich zu sein, weil Corona hat da auch ein bisschen zugelangt. Das heißt aber, ich kann jetzt anhand dieser Berechnung sagen, in diesen Nettoarbeitstagen habe ich Arbeitsstunden pro Mitarbeiter pro Jahr von 1.404 €. Wenn ich alleine selbstständig bin, dann kann ich genau diese Stunden quasi berechnen. Und das ist vielleicht auch für euch ganz spannend, wenn es bei euch jetzt schon erfolgreich läuft und ihr überlegt, was könntet ihr an Gehältern zahlen und ihr plant euch irgendwann mal einen Mitarbeiter einzustellen, dann könnt ihr in dieser Kalkulation halt ganz einfach 2 reinschreiben und könnt dann natürlich doppelt abliefern. Da wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass ihr solo selbstständig seid, bleiben wir bei einer. Und damit wissen wir ungefähr, ihr müsst euer Einkommen quasi in 1.404 Stunden erwirtschaften. Und dann baut das Ganze so ein bisschen darauf auf, wie viel Gehalt möchtest du haben. Und vergleich dich da gerne mit Angestellten. Such gerne, wenn du Webdesigner bist, such gerne Webdesigner-Gehalt, dann weißt du so eine Benchmark. Warum um Himmels Willen solltest du als Selbstständiger weniger verdienen als Angestellter? Ich denke eher mehr. Die ganzen Sicherheitsaufschlag und so weiter, da kommen wir noch eher weiter drunter zu. Ich denke mir aber, ich würde gerne, als Community Manager wollte ich zum Beispiel gerne 42.000 € im Jahr verdienen. Das sind 3.500 € im Monat brutto. Dann schlägt ich als Angestellter zahle ja immer meine Sozialversicherung. 3.500 € sind ungefähr 2.000 netto. Das wollte ich vielleicht... Sind tatsächlich zugegebenermaßen ein bisschen Fantasiezahlen. Ich wollte ein bisschen mehr. Aber am Einstieg für mich war, am Anfang war es 3.500, wäre ich fein gewesen. Das war ungefähr das, was ich als Angestellter auch verdient hatte. Das heißt, ich wollte das 3.500 machen. Was man als Angestellter immer nicht sieht, ist der Sozialversicherung, die der Arbeitgeber zahlt. Als Angestellter sieht man sein Bruttogehalt, man hat lauter Abzüge auf der Gehaltsabrechnung, man sieht aber nicht, dass der Arbeitgeber ja immer nochmal das Gleiche auch nochmal zahlt. Das ist hier quasi berücksichtigt, Personalnebenkosten 25% drauf. Das heißt, um quasi vergleichbar mit 42.000 € brutto zu verdienen, musst du nochmal 10.500 € pro Jahr extra haben für Sozialversicherung. Hier ist Voraussetzung, also da ist quasi alles Gesetzliche mit drin. Hier wäre zum Beispiel auch die gesetzliche Rentenversicherung mit drin. Wenn du dich woanders privat vorsorgst und so, ist das natürlich dann da noch mit drin und dann ist die Kalkulation ein bisschen andere. Du kannst aber dann hier die Prozentsatz auch nochmal ändern. Wenn du ganz normal gesetzlich bist, dann lass es aber so. Und wichtig, das sind die privaten Kosten. Und hier steht schon, wie viel Kosten erzeugt das pro Stunde. Auf der Basis der Stunden, die du vorher hier oben ausgerechnet hast. Das heißt 1.404 €. Das heißt, du musst für dein Bruttogehalt schon mal 29,91 € berechnen, für deine Sozialversicherung nochmal 7,48 € und jetzt geht es um das Unternehmen. Das heißt, wie viel Miete hast du in deinem Unternehmen? Wenn ich zum Beispiel einen Coworking Space habe, für den ich 250 € im Monat zahle, dann rechne ich 250 € mal 12 sind 3.000 €. Es wären nochmal 2,14 € pro Stunde, die ich auch noch drauf rechnen muss. Werbekosten. Ich bin gerade vielleicht neu am Markt und ich brauche pro Monat 500 € Werbekosten. 500 sind auf ein Jahr hochgerechnet 6.000 €. Das heißt, ich muss nochmal 6.000 einplanen. Das heißt, mein Stundensatz muss nochmal 4,27 € höher sein. Sonstige Kosten, IT- und Bürobedarf. Ich bin übrigens Weltmeister da drin, irgendwelche Software-Tools zu machen, dann die ganze Zeit mitzubezahlen und irgendwann erschrocken festzustellen, dass ich 2.000, 3.000 € Softwarekosten im Monat habe und dann einmal im Jahr den Rotstift ansetze und mich dann freue, dass ich plötzlich 1.000 € im Monat mehr habe. Das heißt, wenn ihr sparen wollt, guckt unbedingt eure Software-Tools an, was ihr da regelmäßig bezahlt. Hier gehe ich jetzt einfach mal von 2.000 € im Jahr aus an Softwarekosten. Abschreibungen sind eure größeren Anschaffungen, die ihr habt. 1.000 € pro Jahr sind irgendwie nicht so besonders viel. Hier gehe ich mal von 3.000 € aus. Welche Versicherungen ihr habt, sind jetzt 50 € im Monat.
wie auch immer, wie gesagt, alles betriebliche Versicherung. Hier geht es ja um Betriebshaftpflicht und solche Geschichten und Bankkosten. Das Kontoskonto kostet 9 € im Monat und das heißt, ich bin bei ungefähr 120 €. Das heißt, ich habe Kosten pro Jahr von ungefähr 67.000 € und Kosten von 47,88 € pro Stunde. Und hier kommen wir und probiert das mal, versucht hier mal einen Mindestlohn rauszubekommen. Versucht hier mal 9 €, was ist Mindestlohn? 9,88 €, versucht da mal 10 € rauszubekommen. Oder in meinem Fall, wenn ich hier mal versuche, alles runter zu kürzen und auf 13,50 € zu kommen, nur um meine Kosten zu decken, das wird sehr schwierig. Wie gesagt, ich teile euch das anschließend gerne einmal und dann könnt ihr das mal rechnen. Das heißt, ihr habt Kosten von 47,88 €, wenn das so aussieht. Und die Kosten pro anrechenbaren Stunde 47,88 €. Ganz ehrlich, ihr müsst Gewinn machen. Insbesondere jetzt wenn uns Corona eins gezeigt hat, ist, dass Selbstständige sich um sich selbst kümmern müssen, dass Selbstständige selbst für ihr Risiko, also ihr Risiko selbst tragen, dass sie vorsorgen müssen, dass sie Rücklagen aufbauen müssen und so weiter. Das geht natürlich nicht, wenn ihr jetzt nur 47,88 € bei der Kostenstruktur abrechnet, weil bleibt ja nichts übrig. Das heißt, hier solltet ihr nochmal ordentlichen Aufschlag drauflegen. Hier habe ich jetzt 25% gerechnet, das heißt, dann wären 25% wären nochmal die Kosten. Ich gucke gerade mal. Ja, also 25% drauf, das heißt, das sind 125%. Dann sind das nicht 25% davon, sondern davon. Das ist aber nochmal wichtig, hier könnt ihr auch 40%, wenn ihr sagt, ihr wollt lieber eine Nummer sicher gehen, legt ihr 40% nochmal drauf, wollt ihr einen Gewinn machen oder 50%, weil ihr sagt, unsichere Zeiten, ihr wisst nicht, ob ihr alles verkaufen könnt und so weiter und landet dann bei einem Angebotspreis netto pro Stunde von 71,82 €. Ich gucke jetzt noch gerade gar nicht auf eure Kommentare, aber wo sind denn die Steuern, kommt immer die Frage. Die sind hier oben nicht mit reingerechnet, weil das ja Kosten sind. Und Steuern, also Einkommensteuer und auch eventuell Gewerbesteuer, zahlt ihr ja vom Gewinn. Und wenn ihr nur das pro Stunde abrechnet, seid ihr plus minus null. Das heißt, Gewinn zahlt ihr nur auf diese Differenz, sprich darauf. Auf diese 23 €. Das müsstet ihr hier natürlich überlegen. Das ist je nachdem, wie euer Steuersatz ist. Das ist da jetzt quasi ausgeklammert aus der Kalkulation, aber berücksichtigt hier, dass dieser Betrag natürlich nochmal versteuert werden muss. Und dann werdet ihr natürlich auf eure Rechnung immer noch Umsatzsteuer schlagen müssen. Das ist je nachdem, ob ihr B2B oder B2C unterwegs seid. Also wenn ihr Geschäftskunden habt, ist das eigentlich irrelevant, ob ihr das seid oder nicht. Wenn ihr auch Kleinunternehmer zum Beispiel seid, tragt ihr halt einfach 0 ein. Brutto gleich netto, aber die meisten, die doch Vollzeit selbstständig sind, sind früher oder später keine Kleinunternehmer. Und für Unternehmenskunden ist eigentlich immer der Nettopreis relevant und für Endkunden, das heißt, wenn ihr nicht vorsteuerabzugsberechtigte Kunden habt, das sind insbesondere Privatleute, aber auch zum Beispiel Ärzte oder Vermieter oder je nachdem, was ihr macht, für die ist immer der Bruttobetrag entscheidend. Und hier unten seht ihr auch quasi den kalkulatorischen Gewinn. Der setzt sich zusammen aus den Stundensatz, also aus dem Aufschlag, den ihr als Gewinn reinplant. Wenn ihr seht, verändert sich das erheblich. Das hilft extrem, wenn man da mal unterschiedliche Szenarien durchspielt. Insbesondere für diejenigen, die es neu machen. Und ich empfehle euch das wirklich, ich will nicht sagen, macht eine Zeiterfassung, aber auch wenn ihr schon lange selbstständig seid, schätzt das einfach mal. Auch insbesondere Zeitverlust durch nicht abrechenbare Stunden, weil hier unten, wir sind bei 71 € und dann kommt plötzlich Corona und ihr seid nicht so gut ausgelastet und ihr verliert plötzlich 60% von eurer effektiven Arbeitszeit und dann müsst ihr nicht plötzlich 72 € abrechnen, sondern 116. Und das schwankt natürlich immer wieder. Und ganz ehrlich, eines der größten Gamechanger für mich in meiner Selbstständigkeit war irgendwann, als ich hingegangen bin und mich selbst als Kostenposition betrachtet habe und selbst angefangen habe, mein Gehalt als fixe Kosten zu sehen und die ich immer tragen muss. Weil dadurch
Dadurch fängt man plötzlich an, sich zu hinterfragen, ob jede Tätigkeit, die ich mache, überhaupt gerade sinnvoll ist und ob ich wirklich unternehmerisch handle oder ob ich gerade mich hier in den Abgrund wirtschafte. Und ganz schwierig, also bei mir persönlich jetzt ganz schwierig sind irgendwelche Pauschalvereinbarungen und Stundenkontingente, wo ich quasi die Leistungserbringung in Stundenkontingent gepackt habe, dann war das Stundenkontingent aber voll und dann musste noch Nachbesserungen und Rückabfragen und hier alles Mögliche ist da einfach noch nicht drin gewesen. Und kann ich euch nur dringend zu raten, das regelmäßig mal für euch zu überprüfen. Reicht einmal im Jahr, aber wirklich da absolut ehrlich mit euch zu sein und auch eventuell einen Plan zu überlegen, wie ihr das sukzessive erhöht. Weil, wenn das bei euch ist wie bei mir, dann habt ihr auch nicht bei jedem Kunden gleich einen Stundensatz, sondern dann habt ihr so eine gewisse Mischkalkulation. Es gibt ein paar Kunden, die wollen dann ganz viele Kunden, die ganz viele Stunden, da rechnet ihr ein bisschen weniger ab, einige sind vielleicht länger da gab es eine Preiserhöhung, die wurde noch nicht umgesetzt und all solche Geschichten und dadurch schwankt es extrem. Sowas erstmal soweit zum Thema Stundensatzkalkulation. Wie gesagt, Link zu diesem Doc schicke ich rum. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne jetzt, dann gehe ich da mal auf ein paar Fragen ein, bevor ich quasi auf den nächsten Punkt gehe, wie setze ich denn idealerweise meine Kunden als Grundlage oder wie gehe ich ausgehend von meinen Kunden, berechne ich da meine Preise. Könntest du auf die Unterschiede bei der Kalkulation eingehen, wenn man Kleinunternehmer ist und dann umsatzsteuerpflichtig wird? Habe ich, glaube ich, das hast du gefragt, bevor ich es gemacht habe. Bei Kleinunternehmern ist vor allen Dingen der Aspekt, dass einfach du hier keine Umsatzsteuer hast. Plus, du hast bei deinen Kosten auch keinen Vorsteuerabzug. Weil du hast grundsätzlich, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, also nicht Kleinunternehmer bist, dann musst du hier nur die Nettokosten eintragen. Wenn du Kleinunternehmer bist, hast du aber nicht die Möglichkeit, die Vorsteuer zu ziehen. Dann zahlst du halt für einen Laptop, der einen Tausender kostet, plus Umsatzsteuer, zahlen Kleinunternehmer 1.190 € und nicht Kleinunternehmer, Großunternehmer, nein, nicht Kleinunternehmer, die zahlen dann halt nur den Nettobetrag, weil sie sich die Vorsteuer geltend machen können. Das ist ein durchlaufender Posten, das heißt, die müssten dann als Laptop, als Abschreibung hier nur einen Tausender eintragen, wenn Kleinunternehmer halt 1.190 € eintragen müssten. Und der zweite Unterschied ist dann halt auf der eigenen Rechnung. Arbeite auf erfolgsbasierter Vergütung, macht es mit dem Kalkulieren oft nicht ganz einfach. Stimmt absolut. Ich würde mal sagen, Kalkulation gibt es immer in zwei Dingen. Und zwar einmal musst du kalkulieren quasi für dich, also für dich, wenn du eine Rechnung schreibst, aber insbesondere wenn du variable Bezahlungen hast, mach das regelmäßig, mach das quartalsweise oder so rückwirkend fürs letzte Quartal, weil dir das eine gewisse Klarheit gibt. Und es ist für dich wahnsinnig hilfreich zu wissen, auch pro Stunde, was musst du eventuell für Ziele erreichen oder woran auch immer quasi die erfolgsbasierte Komponente geknüpft ist, damit du irgendwo landest, damit du deine Kosten wieder reinholst und auch den Gewinn machst, den du gerne machen würdest. In Bezug auf das Handwerk stimmt das leider nicht mehr. Die Preise im Internet sind meistens drunter. Schade, denn war das ein theoretisches Beispiel, was in der Praxis leider nicht. Ich habe mit Handwerk nicht viel am Hut, aber worauf ich anspielen möchte, ist ein Produkt kalkulierst du anders, weil du ein Produkt natürlich eine gewisse Marge hast. Als Händler kaufst du Dinge, also sonst bist du echt schlechter Händler. Handwerker ist jetzt nicht ein Händler, aber ein Händler kauft seine Sachen günstiger ein, als er sie verkauft. Und verdient halt an der Marge. Der verkauft nicht seine Arbeitszeit als Produkt quasi. Manuel Will schreibt, Hanna, normalerweise kommunizierst du deinen Stundensatz netto und schlägst beim Wechsel die Umsatzsteuer einfach drauf. Korrekt. Das gilt nur für B2B. Als Kleinunternehmer hast du nur einen Preis, ist brutto gleich netto. Ja. Krank mache ich nicht mit. Ist auch grundsätzlich mit Corona eine bessere Einstellung, finde ich. Krank lieber nicht, aber ganz ehrlich, schreib dir lieber 10 Kranktage rein und sei dann gesund, ist doch gut. Als Angestellte machen auch mal krank, als Selbstständige funktioniert das halt nicht. Also schreibt euch halt einfach in die Kalkulation ein paar Kranktage rein. Kannst du den Link zum Sheet einfach in die Community-Tab des Kanals teilen? Tobi, kann ich machen. 4 Stunden pro Tag mit echter Arbeit sind realistisch. Genau, das ist ein guter Punkt. Ihr könnt das auch mal durchrechnen, wenn ihr sagt, ihr geht jetzt quasi durch die Kalkulation und tragt nur 4 Stunden pro Tag ein, aber dafür wirklich 80% abrechenbare Zeit. Das ist bei vielen unter Umständen besser, als wenn sie 8 Stunden rumsitzen und nichts wirklich machen. Also das ist durchaus möglich und dafür hilft das Sheet, dass man einfach mal ein paar Szenarien macht. Wie kommt man an das Dokument?
Das werde ich anschließend teilen. Tobi, da du mit zuhörst, vielleicht magst du das auch schon mal teilen. Ich versuch's. Ich werde es anschließend auf jeden Fall 100% rumschicken. Jeder, der da ist, der wird das finden. Jeder, der den Kanal abonniert hat, ihr findet in dem YouTube-Kanal findet ihr einen Community-Tab. Da werde ich das direkt nach dem Webinar auch einfach posten und da könnt ihr das dann quasi runterladen. Werde es aber auch unter diesen Link quasi in der Videobeschreibung hochladen. Wenn du es dann nicht findest, dann schreib uns gerne mal an Contest einfach eine E-Mail. Der Gewinn vor Steuern ist falsch berechnet. Sehr gut. Jetzt muss ich natürlich reingehen und gucken. Ich gucke es mir nachher nochmal an. Also bevor ich es rumschicke, gucke ich es nochmal an. Ich bin eigentlich drüber gegangen, bin auch der Meinung, dass das eigentlich stimmen sollte. Aber die Situation, wenn mir 70 Leute auf die Finger gucken, ich gucke es nochmal an, bevor ich es rumschicke. Ich bin umsatzsteuerbefreit als Kleingewerbe, dann fällt das letzte einfach weg, oder? Korrekt. Arbeite bisher halt mit meinem Kleingewerbe. Wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Kleingewerbe und Kleinunternehmerregelung. Du bist Kleinunternehmer, Kleingewerbe ist ein Begriff aus einem anderen Gesetz und so Kleinunternehmerregelung. Du bist Kleinunternehmer. Ich arbeite bis halt immer als Kleinunternehmer, da ich nicht so viel Zeit neben Studium habe. Ist vollkommen in Ordnung, dann abrechnest halt einfach nichts ab. Kannst du bitte konkret erläutern, was daran falsch berechnet ist? Einzelunternehmen ist Entnahme auch Gewinn. Ja, steuerrechtlich hast du recht. Also Kommentar ist, bei Einzelunternehmen ist die Entnahme auch der Gewinn. Stimmt, hast du 100%ig recht und auch die Sozialversicherungen sind übrigens auch Gewinn. Für die Steuerberechnung schon. Mir ist es wirklich wichtig, und da geht es gar nicht so sehr um jetzt die richtige Steuerberechnung und Steuererklärung, da würde ich euch sowieso empfehlen, Contest zu benutzen, dann berechnet Contest das richtig, sondern mir geht es wirklich darum, dass ihr euer eigenes Gehalt als Kostenposition seht. Da geht es mir eher, ich würde mal sagen, um so ein unternehmerisches Mindset, als um die Steuerberechnung. Dieses Sheet berechnet dir deinen richtigen Stundensatz und nicht deine perfekte Steuerrücklage. Dafür gibt es auch Tools, insbesondere in Contest, darum gingen auch alle anderen Webinare und auch die nächsten wieder und so weiter. Gut, dann würde ich weitermachen, und zwar mit Screenshots hatte ich keine Lust, deswegen habe ich das Sheet direkt gezeigt. Diese ganze Berechnungsmethode hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Vorteile sind, es ist sehr, 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 sehr genau. Also du kannst da alle Szenarien reinrechnen, du kannst deine Kranktage, halbe Tage, ganze Tage, stundenweise genau alles abrechnen. Insbesondere werden Krankheit und Urlaub und so weiter, was insbesondere für Neugründer immer schwierig ist zu nehmen, werden berücksichtigt und auch die uneffektive Zeit. Und das ist der riesen Gamechanger. Ich habe euch vorhin kurz das Beispiel gezeigt. Das ist ein riesen Unterschied, gerade wenn es in Corona plötzlich zu einem Job kommt und plötzlich viel weniger Stunden abrechenbar sind, kann das eventuell richtig kritisch werden. Und der Gewinn, das heißt, euer Gewinn zum Beispiel für nächstes Jahr oder für dieses Jahr ist sehr, sehr gut planbar. Und die ganze Berechnung kann sehr leicht angepasst werden. Also ihr könnt euch ein bisschen rumspielen. Das ist wie so ein Businessplan Light eigentlich. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, weil die Krankheitszeiten und uneffektiven Zeiten und auch die Auslastung an all solche Sachen, die sind natürlich nicht 100% vorher zu raten und zu schätzen und so weiter. Deswegen kann und wird es da auch immer wieder zur Abweichung kommen und deswegen müsstet ihr diese Berechnung regelmäßig durchführen. Und die Preise, das, was ihr euch da ausrechnet, muss nicht immer marktfähig sein. Das ist so das Problem. Weil wenn du dir jetzt ausrechnest, dass du 620 € pro Stunde verdienen solltest, dann ist das schön und gut. 620 € pro Stunde kann aber nicht jeder abrechnen und kann auch nicht jeder an seinen Kunden bezahlen. Da muss man schon sehr, sehr spezialisierter Rechtsanwalt in irgendwelchen Spezialfällen sein, dann ist das vielleicht so möglich. Und es gibt auch andere Bereiche, so in der Beratung, da sind auch 600 € die Stunde möglich. Wenn ich jetzt aber als virtuelle Assistenz oder Texter für Webseiten selbstständig bin, dann sind 600 € pro Stunde eher unüblich, um es mal so zu sagen. Und deswegen gibt es diese zweite Säule, mit der ich mich mal beschäftigen möchte. Und die zweite Säule ist quasi Preiskalkulation auf deinen Kunden. Das heißt, auf einer gewissen Marktrecherche basierend. Da ist wichtig, dass du einfach den Markt im Blick hast. Das heißt, schau an, was deine Kunden woanders für eine ähnliche Dienstleistung bezahlen. Schau an, was deine Konkurrenz für Preise nimmt. Und ganz ehrlich, das klingt so trivial, wie so selten ist. Es klingt sehr trivial und unglaublich wenige Leute machen es.
Frag deine Kunden, was sie bereit sind zu zahlen. Und zwar idealerweise, wenn ihr ein Gespräch habt, lasst sie einfach das erste Angebot machen. Ihr wisst ja ungefähr, was ihr verdient oder macht vorher eure Kalkulationssheet und wisst, was ihr ungefähr verdienen könnt und lasst den Kunden erstmal kommen und Angebot machen. Geht davon aus natürlich, dass der ein bisschen tiefer stapeln will, als das, was er wirklich bezahlen wird, aber frag sie. Du kannst natürlich, wenn du online bist und über online deine Stunden verkaufst, kannst du auch Tools verwenden und irgendwelche Tests machen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ein Kunde zu mir kommt, der will ein gewisses Projekt umsetzen. Ich frage sehr direkt ganz am Anfang danach, was ist das Budget für das Gesamtbudget für dieses Projekt. Ich weiß dann natürlich, da kommen dann noch ein paar mehr andere Kosten drin, die nicht bei mir landen. Und dann reden wir sehr viel darüber, was ich machen kann für diesen Preis. Wir diskutieren nicht über meinen Stundensatz, sondern wir diskutieren darüber, was kann ich machen für dieses Budget. Das heißt, da reden wir über die Anzahl der Stunden beispielsweise. Und wenn es denn ein Paket, ein Kontingent von 100 Stunden sind und es ist aber nur ein Budget für 80 Stunden da, dann rede ich halt darüber, wie wir die Prioritäten setzen, dass diese 80 Stunden vernünftig eingesetzt sind. Wir reden aber nie darüber, ob es nicht besser wäre, vielleicht doch 100 aus den 80 zu machen. Das ist, da gehe ich gleich nachher nochmal drauf ein, aber das ist die normale Frage, und ich weiß, wenn man gerade neu selbstständig ist, dann wirkt das manchmal super komisch und Leute haben super Skrupel, irgendwie ihre Kunden einfach zu fragen, wie viel Budget denn dafür da ist. Aber ist vollkommen normal, und jetzt auch inzwischen bin ich doch häufiger auf der Auftraggeberseite. Ich finde, die Frage ist überhaupt nicht komisch, wenn mich ein freier Mitarbeiter fragt danach, wie viel Budget denn für was vorhanden ist. Und dann kann er sich ja Gedanken machen, wie viel er dafür zu machen bereit ist. Und ich bin vollkommen fein damit, weil Profis sind in der Regel auch schneller in dem, was sie machen. Und dann reden wir eher darüber, was für ein Umfang das ist, und reden nie wirklich über den Stundensatz. Das ist extrem hilfreich, und dann gibt es nie so eine Gegeneinander-Argumentation, warum etwas was wert ist oder nicht. Die Schritte für so eine kundenbasierte Kalkulation ist erstens eine Recherche-Marktanalyse. Connecte dich da unbedingt mit anderen Leuten, die genau das Gleiche machen. Das heißt irgendwie Meetups, Social-Media-Gruppen und so weiter. Es gibt auch LinkedIn-Gruppen, es gibt auch Facebook-Gruppen und so weiter. Was auch extrem hilfreich ist, sind so Freelancer-Portale. Für internationale Preise zugegebenermaßen, international sind die Preise immer deutlich niedriger, habe ich am Anfang aber immer Upwork, ich poste das mal rein. Upwork ist für international immer ganz gut. Was auch ganz gut ist, ist Malt. Malt ist eine französische Freelance-Freiberufler-Plattform. Da könnt ihr euch auch einfach mal als Auftraggeber registrieren und einfach mal gucken, was in eurer Branche so die anderen Leute nehmen. Upwork ist wichtig, das sind internationale Preise, also international bedeutet dann häufig auch, da konkurrierst du dann unter Umständen mit Filipinos und Indern und so weiter. Muss nicht immer gut funktionieren. Also da ist der Preis halt unglaublich niedrig. Ich habe aber auch darüber gefreelanced und habe auch da $70 die Stunde abgerechnen können. Auch das war machbar. Ist aber ehrlicherweise, da muss man dann schon mehr bieten. Malt ist europäisch, und da kriegst du absolut faire Preise. Deswegen guck das da an, da kriegst du mal so marktfaire Preise quasi, was so in deiner Branche und für die Tätigkeiten, die du anbieten möchtest, verlangt wird. Wichtig, rede mit deinen Kunden. Das heißt, geh in die Kommunikation mit deinen Kunden, erhalte direktes, echtes Feedback von deinen Kunden. Ganz schlimm ist manchmal, also wenn ihr mal viel Langeweile habt, dann geht mal in so ein paar, es gibt so ein paar toxische Facebook-Gruppen, wo es dann immer um Stundensätze geht, und googelt einfach mal in so ein paar Freelance-Gruppen nach Preis oder Stundensatz oder sowas. Da wird so häufig gepöbelt, dass Auftraggeber doch mal die Arbeit wertschätzen müssten und dann darüber abgemeckert wird, was alle nicht bereit sind zu bezahlen und so. Das sind aber alles eine theoretische Diskussion. Es gibt genau eine Person, mit der du über deinen Preis reden musst, und das ist dein Kunde. Das andere ist für dich nur, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so die Marktsituation und die Stimmung quasi ist. Es gibt aber wahnsinnig viele Leute, die fragen ihre Konkurrenz, was sie von ihrem Kunden verlangen sollen. Das ist vollkommen blöd. Also ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Frag deine Kunden, was sie zu bereit sind zu bezahlen, und einige dich mit denen auf den Preis. Das sind die einzige Meinung, die da eine Rolle spielt, sind deine Kunden. Und genau, und was ganz wichtig ist, mach die erste Form der Kalkulation. Ich würde mal sagen, deine eigene kostenbasierte Kalkulation und deine Kundenrecherche, und versuch da so das ausgewogene Mittel zu finden. Das heißt, analysiere mal
ob das passt. Du kannst ja, wenn du von deinem Kunden etwas hörst, kannst du das in das andere Sheet packen. Ich habe gerade gesehen, dass Tobi das gepostet hat. Vielen, vielen Dank. Pack das mal in das Sheet und rechne das. Du kannst das ja genauso rückwärts rechnen und kannst dann überlegen, okay, wie lange muss ich denn pro Tag arbeiten? Wie viele Urlaubstage darf ich denn noch nehmen? Wie muss meine Auslastung sein und so weiter. Und deswegen so diese beiden Möglichkeiten, einmal von den Kunden und einmal deine Kostenkalkulation, sind eine hervorragende Ergänzung. Vorteile von der Preiskalkulation basierend auf dein Kundenfeedback ist, du hast, auch wenn du tatsächlich am Anfang fragst, hast du erstmal Zugang zur Community. Ich habe tatsächlich auch ganz am Anfang, als ich selbstständig war, als ich dann gemerkt habe, 13,50 ist irgendwie schlecht, habe ich mal rumgefragt von Unternehmern, die so in dem Bereich sind, in dem ich mein Angebot anbieten wollte. Und habe einfach mal gefragt und habe denen einfach mal vorgestellt, was will ich machen, was willst du bitte für zahlen. Bin auch von vornherein so reingegangen, habe gesagt, ich will überhaupt nichts verkaufen, ich brauche einfach nur mal ein paar, 2, 3, 4 Antworten. Das Schöne war, ich hatte da schon Kontakte, ist kein Auftrag direkt daraus entstanden, aber man war schon mal in Kontakt und die wussten, was ich mache. Und der eine ist tatsächlich ein Jahr danach auch auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich ihn unterstützen kann. Es ist der schnellste und effizienteste Weg, um einen Preis herauszufinden. Frag den Kunden, was er bezahlen will, das geht dann super schnell. Das heißt, manchmal ist es ja auch Zeitdruck. Ich habe das tatsächlich Anfang dieses Jahres gemacht. Sollten wir ein Angebot, also für meine Agentur, muss ich dazu sagen, ich habe aktuell drei Unternehmen, Contest ist eins, aber für die Agentur sollten wir ein Angebot erstellen, war super enge Deadline, wir mussten quasi in der Vergangenheit schon starten und die Zeit noch reinholen und sowas, weil Budgets liefen, großes Unternehmen, hat alles ewig gedauert. Dann habe ich gesagt, ey, ganz Leute, sagt mir, was ihr im Budget habt und so, ich versuche das Angebot daran anzupassen und so weiter und dann waren wir innerhalb von einem halben Tag fix durch mit Unterschrift und Budgetfreigabe und all sowas. Ist der effizienteste Weg. Und wenn du schon im Gespräch bist, deine Kunden wissen halt schon von der Produkt und können unter Umständen schon, also es wird vielleicht direkt sogar ein Kunde draus, wenn du da einfach mal befragst. Genau, Nachteile ist, dieser Preis steht natürlich nicht mit deinen Kosten im Einklang oder im Zusammenhang. Das heißt, unter Umständen werden deine Kosten nicht gedeckt oder du musst an deinen Kosten noch was schrauben. Und ja, das ist halt ein Problem. Das heißt, es muss definitiv beides gegeben sein. Schwierig wird das Ganze auch, wenn du komplett neu am Markt bist und noch gar keine Ahnung hast, woher du Kunden bekommst. Das heißt, wenn du noch überhaupt null Kundenkontakt hast, ist das relativ schwierig. Ich hatte dann den großen Vorteil, dass ich so ein gewisses Netzwerk hatte und da schon mal nachfragen konnte. Und auch jetzt, wenn ich jetzt rausgehe, ich habe keine Ahnung, ich habe eine ganze Reihe an ehemaligen Kunden und ich kann nicht immer mal anschreiben und mal fragen, wie es denn aussieht und zu einem gewissen neuen Angebot immer noch mal neu befragen. Und es ist auch relativ aufwendig, weil, ja, du musst halt erstmal reden. So, jetzt gucke ich einmal auf die Uhr. Ich kriege das irgendwie immer nicht hin, in Time das abzuliefern. Ich schaue noch mal, ob neue Fragen rein sind. Apropos Preiskalkulation, was muss man denn für ein geiles Neon? Ich habe mal was Ähnliches gekauft. War ungefähr ein Tausender. Ich bin mir absolut keine Ahnung. Ich glaube Neonbär. Ich konzentriere mich mal auf den nächsten Abschnitt, aber sucht mal neonbär.de oder so. Ich glaube, das ist in Berlin und es ist so halb handgemacht. Müsst ihr mal selber googeln. Wenn es das nicht ist, dann suchen wir was anderes. Wie auch immer. Ich springe jetzt erstmal rüber. Ich gehe nachher gleich nochmal auf die Kleinunternehmerregelung ein, was da ein bisschen anders ist und so weiter. Da ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wer jetzt deine Zielgruppe ist, wie auch die Perspektive von deinem Unternehmen ist und solche Geschichten. Deswegen gehe ich erstmal nochmal quasi auf die dritte Säule ein, um zeitlich nicht so wahnsinnig zu überziehen. Und gehe auf die Preiskalkulation auf Produkten basierend. Das geht nämlich auch als Dienstleister. Und es ist mehr so ein Mindset-Ding, würde ich mal sagen. Ganz am Anfang hat schon einer geschrieben, er mag Stundensätze nicht so gern, er mag lieber Projektpreise. Das geht schon in die Richtung wie so ein Produkt. Da geht es darum, verstehe deine Dienstleistung, mach aus deinen Dienstleistungen ein Paket, was standardmäßig immer wieder hilft. Das ist sehr, sehr unternehmerisches Denken so, dass du skalieren kannst. Das heißt, alle Fixkosten und Variablenkosten werden zusammengerechnet und Produktkalkulation funktioniert ganz anders. Das heißt, du überlegst dir, was du für ein bestimmtes Dienstleistungspaket abrechnen kannst. Und du überlegst dir dann, was möchtest du pro Dienstleistungspaket quasi verdienen und wie man das aufschlagen kann. Auch da habe ich quasi ein Berechnungssheet und würde das da einmal quasi auch ähnlich nochmal durchgehen. Das geht ein bisschen schneller.
Wir nehmen einmal, ich habe kurz meine Frau erwähnt, wir nehmen einmal meine Frau als Beispiel. Und zwar, weil es relativ einfach ist, so einen Übergang zu machen. Ich habe erzählt, meine Frau macht betriebliche Gesundheitsvorsorge. Das heißt, sie ist immer ein Tag in einem Unternehmen. Dieser Tag kann sehr, sehr systematisiert sein. Der läuft fast immer exakt gleich ab. Das heißt, sie geht immer rein, hat eine Vorbereitung, hat vor dem Tag noch, keine Ahnung, befragt die Mitarbeiter schon mal. Dann gibt es einen inhaltlichen Part, dann gibt es so einen interaktiven Part und wie auch immer. Keine Ahnung, ich war noch nicht dabei. Aber sie hat quasi einen Workshop-Tag als Produkt. Und wenn sie jetzt hingeht und sagt, okay, ich kalkuliere jetzt dieses Produkt-Workshop-Tag, dann funktioniert die Kalkulation ein bisschen anders. Sie kann sich jetzt überlegen, ich habe ungefähr 200, 220 oder so Tage im Jahr, die ich arbeiten möchte. Ich möchte in diesen Tagen, gerne beispielsweise 80 Workshop-Tage geben. Jetzt kann sie sich überlegen, wie viel Materialkosten, wie viel Bezugskosten, Personalkosten und so weiter sie hat. Materialkosten. Das Schöne ist, wenn sie in einem Workshop-Tag hat, kann sie da alles mögliche andere auch mit reinpacken. Sie hat ein sehr standardisiertes Produkt, die Kunden kommen und sie kann sagen, ey, ich habe da sogar Workbooks gemacht, es gibt ein paar Videos, die begleitend, keine Ahnung, 5 Videos, die ein bisschen vorher angeguckt werden, dann haben wir den Workshop-Tag, dann gibt es nochmal 10 Videos danach, dann gibt es Übungsaufgaben für zu Hause und all solche Sachen kann man quasi die Dienstleistung erweitern und die Beratung erweitern und dadurch wird es immer mehr zu einem Produkt und wenig, ich gebe eine Stunde und kriege eine Stunde bezahlt, sondern ich kann ganz viele zusätzliche Dinge dazu stellen. Ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich produziere Videos und Workbooks und solche Sachen im Wert von 10.000 € für 80, 100, ja, kann hinkommen. 10.000 € pro Workshop sind ungefähr meine Materialkosten. Nee, 10.000, pass auf, pro Stück. Pro Workshop 125 € sind insgesamt die Kosten. Das sind ehrlicherweise nicht so viel. Ich gebe mal 250 € Materialkosten sind quasi dafür da. Dann gibt es gewisse Bezugskosten. Bezugskosten ist für das Unternehmen, was meine Frau beauftragen würde, was müssten die bezahlen. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte pauschal immer bitte gerne die Fahrtkosten erstattet bekommen, dann kann ich auch hier hingehen und sagen, keine Ahnung, es sind 25.000 € pro Jahr kommen an Fahrtkosten zustande. Da kann meine Frau ganz einfach hingehen und sagen, letztes Jahr, was hatte sie an Fahrtkosten und so weiter. Keine Ahnung, 312 € sind ungefähr 150, 160 € pro Fahrt, es ist relativ viel, sind wir bei auch 20.000 €. Dann hat sie ihre Personalkosten. Auch hier, ich habe vorhin mit 42.000 berechnet, jetzt rechne ich auch mal mit 42.000 € Jahresgehalt. Das heißt, das ist ihr eigenes Gehalt. Das muss sie dann natürlich reinstecken, um das zu liefern. Personalkosten, das heißt ja, Personalkosten ist genauso wie vorhin, das ist der Arbeitgeberanteil, der Selbstständige natürlich auch tragen müssen. Miete sind jetzt 500 € pro Monat, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich habe 400 € im Monat für, keine Ahnung, Coworking Space, also meine Frau. Dann gibt es gewisse Werbekosten. Sie schaltet Werbung in Höhe von 1.000 € im Jahr Werbung. Das ist relativ viel. Lass uns da mal sagen, sie macht das inzwischen eine Weile, 500 € im Monat Werbekosten, um ihre Workshop-Tage zu verkaufen. Dann gibt es noch sonstige Kosten, IT und so weiter. Auch das halte ich für ein bisschen viel. 2.400 €. Sie hat gewisse Abschreibungen und so weiter. Das passt. Versicherungen waren wir vorhin bei 1.200 €. Das müssen wir auch jetzt nicht mehr machen. Und hat Bankkosten. Das sind quasi ihre Kosten. Und jetzt ist das nicht so wie vorhin, quasi mit der ganzen Kalkulation pro Stunde und macht das pro Stunde aus, sondern sie hat quasi jetzt Kosten pro Stück. In ihrem Fall ist ein Stück ein Workshop-Tag. Was ein Stück auch sein kann, macht zum Beispiel eine gute Bekannte, macht das sehr, sehr, sehr gut. Lisa Koch ist Designerin, die macht innerhalb von einem Tag erstellt sie dir ein Logo. Da gehst du auch hin, das ist wirklich so ein gemeinsames Arbeitstag, aber sie rechnet Logo nach Stück ab und hat da sich genau überlegt, sie hat Vorlagen, sie hat alle möglichen Sachen, was braucht sie eigentlich, um ein Logo zu erstellen? Und sie berechnet den Preis eines Logos genau so. Und das Schöne für einen Endkunden ist, dass sie dadurch extrem
kalkulierbare Preise hat. Das heißt, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ein Stück ist ein Workshop-Tag, ein Stück ist keine Ahnung, ja, ein Logo, ein Stück könnte aber auch eine Webseite sein und all solche Sachen. Das heißt, es ist irgendwas, was relativ standardisiert ist. Das heißt, sie hat pro Stück, meine Frau jetzt pro Workshop-Tag, 1.362 € Kosten. Hat damit mehr Kosten als ich mit meinen Stunden, die ich verkaufe und so weiter. Auch hier kann sie sich überlegen, wie viel möchte sie, und auch ganz wichtig, genauso wie vorhin, wie viel möchte sie neben ihrem Gehalt noch zusätzlich an Gewinn für so einen Puffer und so aufbauen. Da bin ich vorhin bei 50% gewesen. Ist relativ ordentlich, aber warum denn nicht? Warum ist man noch selbstständig? Und lieber ein bisschen höher ansetzen und dann einen Puffer nach unten zu haben, als super knapp kalkulieren und dann keinen Spielraum mehr zu haben. Das heißt, sie hat dann am Ende einen Mindestverkaufspreis. Das heißt, sie hat pro Stück, pro Workshop-Tag für betriebliches Gesundheitsmanagement von 2.044 €. Und genau, und da schlägt sie dann auch hier Umsatzsteuer rauf und hat dann einen Bruttoverkaufspreis für einen Workshop-Tag betriebliches Gesundheitsmanagement von 2.432 €. Was macht das Ganze? Du hast eine ganz andere Möglichkeit der Skalierung, weil du ganz andere Dinge reinpreisen kannst. Wenn sie jetzt hingeht und sagt, oh, sie hat in diesem Jahr, dadurch, dass alles immer gleich ist, kann sie viel, viel mehr machen, weil die Videos am Anfang und die Workbooks und so sind immer die gleichen und sie ist vielleicht jetzt nicht mehr, weil sie sich auf jeden individuell vorbereitet, sondern sehr, sehr standardisiert ist und viele Templates benutzen kann und ihre Systeme geschaffen hat, schafft sie vielleicht nicht 80, sondern schafft sie vielleicht 120 und kann dann sich halt überlegen, entweder im Preis erheblich runterzugehen oder kann tatsächlich hier einfach an der Gewinnschraube drehen und einfach deutlich mehr Gewinn machen. Und das eigentlich Spannende ist, wenn ich jetzt überlege, wir sind bei 2.044 € und um bei dem Preis zu sein und ich schaffe es wirklich eine Effizienzsteigerung und schaffe tatsächlich 120 zu verkaufen, wie viel mehr könnte ich hier noch an Gewinn reinpacken? Das heißt, ich könnte meinen Gewinn mehr als verdoppeln, also den Überschuss mehr als verdoppeln, um am Ende das Gleiche zu bekommen. Und wenn man das dann mal zurückrechnen würde auf Stundensatz, macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Je mehr Standards ihr habt, je mehr standardisierte Problemlösungen ihr verkauft, das kann eine Webseite sein, das kann ein Workshop-Tag sein, das kann ein Beratungstag sein, das kann ein Logo sein, das kann all das Ding kann das sein, wo Kunden mit einem sehr homogenen Problem kommen. Ihr verkauft eure Lösung und kalkuliert aber in Produkten. Und dann habt ihr eine Skalierungsmöglichkeit, die sehr, sehr, sehr attraktiv ist. Warum? Weil ihr dann halt auch unter Umständen Dinge an andere abgeben könnt, weil ihr Dinge wiederverwenden könnt, Templates verwenden könnt. Und all diese Dinge, die sind dann möglich, wenn ihr als Produkt kalkuliert. Und dann sind wirklich auch als Designer Stundensätze von 400, 500 € und so weiter möglich. Für mich ist, was das betrifft, sehr, sehr gut, ist tatsächlich Lisa Koch. Googelt mal Lisa Koch, lasst ihr mal, gerade auf Instagram findet ihr, ist eine Designerin, hat einen guten Podcast und so weiter. Die macht das vorbildlich, dass sie quasi Logoerstellung und Webseitenerstellung in so einen Productized Service gepackt hat. Und ich kenne ihren genauen Stundensatz nicht, aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass sie ein Vielfaches runtergerechnet auf Stunde verdient, weil sie sehr, sehr systematisches Vorgehen hat. Und ich war auch selbst Kunde. Produkt ist hervorragend. Also das Endergebnis, also das Ergebnis, was ich als Kunde bekomme, bin super happy. Habe nicht wirklich mehr bezahlt, als ich woanders bezahlt hätte. Aber dadurch, dass sie sehr systematisch und standardisiert vorgeht, habe ich mich als Kunde sehr professionell betreut gefühlt und nicht gemolken oder so, was viele denken, dass das passieren würde. Was sind die Vorteile von so einer Preiskalkulation? Ganz klar Skalierbarkeit. Das heißt, wenn ihr jetzt selbstständig seid und ihr wollt irgendwann hingehen und sagen, ihr wollt 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter aufbauen, versucht so zu arbeiten, versucht Productized Services zu entwickeln und eure Dienstleistung wirklich wie so ein Produkt zu kalkulieren. Ich weiß ungefähr, wovon ich rede. Ich habe eine Agentur, habe als Community Manager mich als Freelancer selbstständig gemacht, habe die Agentur aufgebaut auf bis zu 8 Mitarbeiter. Dann kam Corona und all so ein Zeugs und ich bin bei Contest eingestiegen und jetzt haben wir gesagt, Steuerberatung und so weiter. Deswegen sind wir gerade wieder runter auf 5 Mitarbeiter. Aber genau der Schlüssel zum Erfolg, wie man vom Solo-Einzelunternehmer
kommt hinzu, okay, wir sind jetzt quasi eine Agentur und wir verkaufen quasi standardisierte Problemlösungen, ist genau das vom Kopf her mehr zu kalkulieren wie Produkte. Man kann sehr, sehr gut mit der Menge spielen und kann sofort quasi nicht nur kleine Veränderungen geben. Ich meine, so eine Stundensatzkalkulation, also Stundensatzerhöhung von 10%, 20% wirkt auf den Kunden schon sehr, sehr erheblich. Wenn ihr aber standardisierte Lösungen verkauft, da sind 10 oder 20% mehr, wenn ihr gleichzeitig halt irgendwelche Templates oder so ein Workbook mitgebt. Habe ich bei meiner Frau gesehen, sobald ein Workbook dabei sind plus Videos, waren die plötzlich bereit, 50% mehr zu bezahlen. Das Schöne daran, die mussten halt nur einmal produziert werden und nicht jedes Mal neu. Und man kann mit dem Gewinn sehr, sehr spielen. Das heißt, man hat auch sehr großen Verhandlungsspielraum und kann unter Umständen auch jetzt bei meiner Frau, jetzt wenn es großes Konzern ist und so, auch einfach höhere Stückzahlen verkaufen. Das heißt, ja, sehr leicht skalierbar. Die Nachteile ist, Preis kann eventuell zu hoch sein, wenn die Fixkosten generell hoch sind. Also du musst in gewisser Weise etabliert sein. Das ist jetzt so ein Bereich, wo ich sagen würde, wenn du Selbstständiger bist, Solo-Selbstständiger, du hast ein gut funktionierendes Selbstständigkeit und du überlegst dir, wie kannst du jetzt noch wachsen, wie kannst du 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter aufbauen, wie kannst du wirklich vom Solo-Selbstständigen auf zu einem Unternehmer werden, ist das der Punkt. Wenn du jetzt gerade neu startest, kannst du das auch gedanklich mal durchspielen, aber da würde ich dir immer erstmal empfehlen, geh erstmal rein, versuch auch nicht zu viel in Pakete zu machen, weil da berechnet man, also du brauchst einen Erfahrungswert, wie lange was braucht, weil sonst verrechnest du dich sehr, sehr, sehr schnell und dann sind die Fixkosten deutlich höher über dem, was du eigentlich abrechnest. Genau, das heißt, du musst auch immer gucken, auch da musst du natürlich gucken, was sind die Kunden bereit zu bezahlen und so weiter. Und das wird halt leider nicht in der Kalkulation berücksichtigt. So viel dazu. Ich schaue auf die Uhr, bin ein bisschen drüber. Es tut mir aufrichtig leid. Nächstes Mal halte ich mich an die 1 Stunde wieder. Wenn du das jetzt alles zusammengerechnet hast, ich würde mal sagen, sind wir drei Säulen durchgegangen, wie du so einen Preis berechnen solltest. Und ich hoffe, du hast da so ein paar Anregungen gehabt. Das gilt sowohl für diejenigen, die schon ein bisschen fortgeschritten sind. Berechnet das mal zurück, gerade wenn ihr variable Bezahlung habt. Aber großes Thema ist immer, wie setze ich das denn eigentlich um? Und meine Erfahrung jetzt wirklich ist immer, rede offen mit den Kunden. Auch wenn du das zu einem gewissen Preis nicht machen kannst. Sag ihnen das, ey, guck mal, ich habe ähnliche Projekte, genau, da habe ich das bezahlt. Wenn das mit deinen Fixkosten nicht hinhaut, sag genau das, ich kriege das nicht hin mit den Kosten, so und so müsste das aussehen, wo einigen wir uns das? Lasst euch nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern teilt eurem Kunden offen quasi auch die Bedenken mit. Ich sehe manchmal, dass Selbstständige, gerade welche, die neu sind, irgendwie so ein Pokerface aufsetzen und dadurch sich selbst das Leben extrem schwer machen. Kommuniziert offen. Das hat überhaupt nichts mit Unprofessionalität oder Unseriosität oder sonst irgendwas zu tun. Dein Kunde weiß ja, dass er mit einem freien Mitarbeiter zu tun hat und du bist nicht der einzige freie Mitarbeiter. Und ich merke das jetzt auch, wo wir durchaus bis zu 10 freie Mitarbeiter quasi parallel haben. Es machen halt auch viele Leute. Aber ganz viele, die neu dabei sind, die machen es nicht. Die versuchen irgendwie immer aus irgendeiner Verhandlungsstrategie oder so irgendwas anderes zu machen. Als Freiberufler würde ich immer mit offenen Karten spielen. Verkauft euch nicht unter Wert. Wichtig ist auch, niemals zu knapp kalkulieren. Das heißt, diese ganze Kalkulation, die wir jetzt gemacht haben, versuch für dich erstmal, um deinen Preis festzulegen, nicht den Case anzunehmen, wo alles super gut läuft, sondern rechne immer ein bisschen passiver und ein bisschen so, wenn es doch ein bisschen schlecht läuft. Wie gesagt, rechne lieber mal davon, dass du 10 Tage krank bist, auch wenn du seit 3 Jahren noch nicht mehr krank warst und sowas. Das ist dann am Ende dein Puffer, den du haben kannst, wo du auch einen Puffer aufbauen kannst, aber in gewisser Weise auch dein Verhandlungsspielraum. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt ein großer Kunde kommt und sagt, ich möchte dich Vollzeit für die nächsten 6 Monate, weißt du ja, du hast quasi effektive Stunden 100%. Das heißt, du verlierst dadurch gar nichts. Und trotzdem, wenn du da 20-30% einberechnet hast, sind diese 20-30% natürlich auch dein Verhandlungsspielraum am Ende. Und was dazugehört, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ich bin darin wahnsinnig gut, Fixkosten zu reduzieren geht definitiv über Preise erhöhen. Wie viele Software-Tools ich monatlich zahle, die ich seit Monaten nicht mehr benutzt habe,
das regelmäßig, idealerweise quartalsweise, mindestens noch einmal im Jahr einmal durchzugehen. Und da reicht es tatsächlich einmal durch so einen Kontoauszug durchzuscrollen und durchzugehen und jede Position zu hinterfragen, brauche ich die gerade jetzt? Geht immer vor Preiserhöhung, weil es ist einfach viel, viel einfacher, irgendein Tool, was du seit 8 Monaten nicht mehr benutzt, zu kündigen, oder den Coworking Space, den du in Gesamt-Corona nicht mehr genutzt hast, zu kündigen, ist viel, viel einfacher, als bei den Kunden jetzt einen Preis zu erhöhen. Wenn du in der Lage bist, mach halt beides. Erhöhe die Preise und reduziere deine Kosten und freue dich über das Mehrergebnis. So viel heute erstmal von meiner Seite. Wenn Fragen sind, sehr gerne jetzt noch in den Chat. Bin schön, dass ihr noch da seid, schön, dass noch einige da sind. Ich habe quasi schon mal eine Frage nochmal versprochen. Und zwar, die muss ich jetzt erstmal wieder suchen. Und zwar rund um das Thema Kleinunternehmerregelung. Bevor ich antworte an alle, die noch da sind, bevor ihr es verpasst, ihr solltet unbedingt diesen Kanal abonnieren. Bitte, ihr würdet mir persönlich einen sehr, sehr großen Gefallen tun, aber vor allen Dingen machen wir jede Woche ein Live-Webinar und ihr kriegt auch noch alle Aufzeichnungen, laden wir alle hoch von Webinaren. Das heißt, wenn du auch mal nicht dabei bist oder so, du kriegst sie dann alle komplett kostenlos, komplett ohne Verkaufspitch und so weiter. Außer du suchst einen Steuerberater, dann solltest du dir unbedingt unter diesem Video mal den Link anschauen und dir ein kostenloses Gespräch gerne auch mit mir persönlich buchen. Und dann können wir mal gucken, ob wir dir auch steuerlich weiterhelfen können. Ansonsten geht es jetzt erstmal um die Kleinunternehmerregelung. So, ich bin umsatzsteuerbefreit als Kleinunternehmerin, dann fällt das letzte einfach weg. Also ja, du berechnest als Kleinunternehmerin, ist halt im Wesentlichen wichtig, die Umsatzsteuer fällt komplett weg. Sowohl bei deinen Kosten, du zahlst immer den Bruttobetrag, als auch an deine Endkunden, du berechnest keine Umsatzsteuer und gut ist die Kiste. Ob die Kleinunternehmerregelung wirklich Sinn ergibt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und zwar, wenn du, warum? Weil Kunden, also Unternehmen, das heißt im B2B-Bereich, das habe ich irgendwo gelesen, im B2B-Bereich ist das sowieso egal. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Umsatzsteuer, die du quasi deinen Kunden in Rechnung stellen würdest, für sie auch als Vorsteuer geltend machbar ist. Das heißt, nur als Beispiel, wenn du einem Kunden 1.000 Euro in Rechnung stellst, dann machst du als Kleinunternehmer, stellst du 1.000 Euro in Rechnung. Als normaler, steuerpflichtiger Unternehmer stellst du 1.000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer in Rechnung. Das heißt Bruttobetrag 1.190 Euro und du kriegst 1.190 Euro auf dein Bankkonto. Diese 190 Euro musst du aber an das Finanzamt abführen und dein Kunde kann die 190 Euro beim Finanzamt wiederholen. Das heißt, für den Kunden sind effektive Belastungen sowieso nur der Nettobetrag. Tatsächlich ist da die Frage, wenn du als Kleinunternehmerin Geschäftskunden hast, würde ich dir in den allermeisten Fällen empfehlen, verzichte auf die Kleinunternehmerregelung. Die ist nämlich gar nicht Pflicht. Du kannst jetzt sofort darauf verzichten, weis einfach die Umsatzsteuer aus, weil dann hast du den Vorteil, für den Kunden gibt es überhaupt keinen Unterschied. Für dich hat es aber den großen Vorteil, dass du die Vorsteuer geltend machen kannst. Das heißt, auch für Kosten, die du hast, zahlst du dann nur noch den Nettobetrag. Und das ist so ein Laptop, kostet dann ganz schnell mal 200, 300 Euro weniger, weil du die Vorsteuer geltend machen kannst. Wenn du Endkunden hast, verhält sich das ein bisschen anders, weil Endkunden, das heißt wir Privatleute, haben nicht die Möglichkeit, die Vorsteuer uns wiederzuholen. Das heißt, wenn du jetzt, was fällt mir denn jetzt ein? Es ist ziemlich warm heute. Wenn ich jetzt ein Eis essen gehe, ist zugegeben ein blödes Beispiel, weil kleine Beträge, wenn ich jetzt für 1.000 Euro Eis essen gehe heute Abend, dann kann ich mir die Vorsteuer nicht geltend machen. Und dann ist das für mich immer günstiger, wenn der Eisverkäufer ein Kleinunternehmer ist und mir die 1.000 Euro brutto gleich netto verkauft. Wenn es ein Unternehmer ist, dann verdient der Unternehmer nämlich weniger daran, weil er die Umsatzsteuer trotzdem abführen muss, ich damit aber nichts machen kann. Weil ich es als Privatperson kaufe. Das heißt, wenn du Privatkunden hast, dann ist für dich die Kleinunternehmerregelung meistens sinnvoll. Wenn du Geschäftskunden hast, würde ich eigentlich fast immer dazu empfehlen, hör auf damit, verzichte freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung und so weiter. Wir können das auch gerne 1:1 in deinem ganz konkreten Fall nochmal durchsprechen. Unter diesem Video müsstest du eigentlich einen Link finden, wo du so ein Beratungsgespräch buchen kannst. Oder andere Idee, schreib eine E-Mail an und da musst du bitte direkt Melchior ansprechen. Ich schreibe das mal rein, steuern@contist.com und schreib Hallo Melchior, wie im Webinar besprochen und so weiter. Das könnt ihr auch alle anderen bei anderen Steuerfragen machen. Macht denn mal das, dann landet das nämlich direkt bei mir. Und
Genau, dann lass uns einfach mal 1 zu 1 sprechen, dann kannst du mir ein bisschen mehr Kontext geben und so. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, Kleinunternehmerregelung macht bei Unternehmenskunden tatsächlich relativ selten Sinn. So, eine Frage. Was spricht gegen Tagessätze? Ich rechne gern Tagessätze, 6 bis 8 Stunden inklusive Anfahrt ab. Bin manchmal unsicher, wenn deutlich mehr oder weniger Stunden pro Tag anfallen. Wie kommunizieren? Das ist genau so ein bisschen das Thema. Also Tagessätze ist entweder wie Stundensatz mal 8 oder mal 6 oder du versuchst einfach nur spaßeshalber, du hast die Sheets ja jetzt, versuchst einfach mal spaßeshalber zu kalkulieren. Einmal als Produkt, versuch mal deinen Tag als Produkt zu verkaufen und du wirst vielleicht nicht in jedem Tag super glücklich sein, weil manchmal sind es 12 Stunden und manchmal sind es nur 5 Stunden und so weiter, aber du wirst ja so einen Durchschnittswert haben. Und aus diesem Erfahrungsschatz, idealerweise dokumentierst du das auch. Für mich war ein riesen Gamechanger, als ich angefangen habe, meine eigene Zeit aufzuschreiben. Ich habe das mal ein Jahr lang gemacht, dass ich wirklich bis auf eine Viertelstunde genau nur für mich, auch meine eigene Arbeit, auch wenn ich ein Buch gelesen habe, wenn ich ein Webinar gemacht, selbst besucht habe und solche Geschichten, habe ich alles aufgeschrieben. Um mal ein Gefühl dafür zu haben. Und auch in deinem Fall, Durchschnittswerte spricht überhaupt gar nichts dagegen. Ich habe jetzt Tagessatzkalkulation rausgenommen, weil es eigentlich erstmal exakt genau so ist wie Stundensatzkalkulation, halt nur mal 6, 7, 8. Versuch aber auch, das mal einfach mal wie so ein Produkt durchzukalkulieren. Und dann ist halt dein Produkt halt einfach ein Beratungstag oder ein Programmiertag oder wie auch immer. Antwort ist, Logo ist mega komplex. Sorry, das ist kein Standard. Jedenfalls, wenn du nicht für eine Frittenbude arbeitest. Solano. Google mal Lisa Koch. Die macht das super gut und billig ist es auf keinen Fall. Also das ist auch kein super Discount und so. Und da steckt jahrelang viel Erfahrung drin. Aber die hat genau das gemacht. Sie hat ein Logo quasi als ein Produkt gemacht. Zugegeben sind Pauschalpreise für die Leute, die vielleicht super einfach sind, die sich viele Vorgedanken gemacht haben und sowas, immer teurer. Das ist immer so. Wenn du einen pauschalen Preis hast, sind immer die Kunden, die ganz einfach sind immer die teureren. Ich kann ja mal aus Nähkästchen plaudern für Steuerberater auch. Wir machen ja einen Fixpreis also die Kontist-Steuerberatung, Dienstleistungen sind ein Fixpreis. Und wenn ich einmal im Jahr, wir haben einen Jahrespreis für die Steuererklärung von 1.200 bis 1.800 Euro, das heißt 100 bis 150 Euro pro Monat und das ist pauschal. Da gibt es natürlich die Kunden, die sind super ordentlich und solche Sachen. Und es gibt die Kunden, die super aufwendig sind, die 1000 Fragen haben und solche Geschichten. Aber auch da sind wir jedes Jahr, gibt es mal diejenigen, mal hat der eine viele Fragen und dann der andere und mal ist der eine ein bisschen ordentlicher, dann wieder der andere und so. Das ist am Ende eine Mischkalkulation und wir gehen nicht rein und sagen, wir müssen in jeder Stunde, in der wir arbeiten, die gleiche Marge haben, sondern das ist eine gewisse Mischkalkulation. Und natürlich kannst du ein Logo auch zu einem Pauschalpreis anbieten. Du brauchst aber natürlich die Erfahrung, dass du weißt, wie aufwendig das ist und so und wie viele Arbeitsschritte da reinkommen, wie viel Zeit ich da reinstecken muss. Und all diese Dinge, die weißt du, aber wenn du das 100 Mal gemacht hast, hast du einen Durchschnittswert. Und dann kannst du aufgrund dieses Durchschnittswerts einen Preis festlegen, indem du durchschnittlich ganz gut verdienst. Dass du dann zwischendrin mal einen Kunde hast, wo du sagst, ach, das ist schwierig, ja, aber das ist am Ende dieses unternehmerische Risiko, was man dann tatsächlich halt trägt. Musst du ja auch nicht so machen, kann aber funktionieren und ist vor allen Dingen auch empfehlenswert, wenn du skalieren möchtest. Nächste Frage. Mega gut gemachter Beitrag und danke für die Beispiele und das Einbinden der Zuschauer. Vor allem dafür, dass du meinen Beruf als Beraterin als Beispiel genommen hast. Gerne, das war Zufall. In deinem Fall. Ich hoffe für die anderen. Noch besser, derbe abgeliefert, Digga. Echt cool. Gefällt mir auch. Danke, war nett und aufschlussreich. Sehr schön. War viel Gutes dabei. Sehr schön. Wenn es euch geholfen hat, freue ich mich sehr, sehr gern darüber. Habe bisher nur Privatkunden. Dann bleib bei deiner Kleinunternehmerregelung. Meine ich vollkommen ernst, weil Privatkunden können sich die Vorsteuer nicht geltend machen und wenn du jetzt anfängst mit Steuern, dann wird am Ende dein Service teurer oder du verdienst weniger dran. Bleib bei der Kleinunternehmerregelung. Manuel schreibt aus eigener Erfahrung, Webdesign. Wahnsinnig viele Kunden wollen den Stundensatz wissen, auch wenn man vielleicht Tagessätze, Projektpreise anbieten will. Daher gegebenenfalls erstmal das Budget abfragen. Exakt genau das. Das ist generell, das ist auch für die Verhandlung am Ende, was kommt am Ende raus, auch immer das, was ich gemacht habe. Auch nach vielen, vielen Jahren habe ich tausendmal Sachen. Leute wollen gefühlt immer einen Stundensatz wissen, haben immer eine gewisse Vorstellung, wissen aber gar nicht, wie viele Stunden man für was eigentlich braucht. Deswegen ist es so ein Alibi-Sicherheit, die sie sich da irgendwie reinholen wollen. Das Einfachste ist wirklich, fragt, ey, ganz ehrlich, Hosen runter, wie viel Budget hast du?
Und dann lass uns darüber reden, was wir für dieses Budget machen können. Und dann diskutierst du überhaupt nicht mehr über Stundensätze, sondern dann redest du darüber, was für dieses Budget machbar ist. Und das ist hervorragend. Und schon hast du dich vollkommen rausgebracht aus dieser dämlichen Stundensatzkalkulation im Sinne von, wir zahlen aber nicht mehr als 70 € für sowas oder nicht mehr als 100 € für sowas und solche Geschichten. Könnte man Fahrtkosten einfachheitshalber auch als Pauschalen angeben? Auf jeden Fall. Unbedingt. Hört auf mit diesen hier ein paar Euro da abgerechnet und sowas. Würde ich immer pauschal machen. Ganz wichtig, bei Fahrtkosten machen viele Leute was falsch, und zwar, wenn sie Fahrtkosten weiter berechnen, berechnen sie immer, ganz simples Beispiel, kurzer Exkurs, alle Leute, die Langeweile haben, die können sich auch merken, dass ich genau dazu ein Video gemacht habe, das auf diesem Kanal schon hochgeladen ist. Wichtig ist aber, im Umsatzsteuergesetz gibt es eine Regelung, kann man nachlesen in diesem schönen Buch. Da drin steht, ich lese vor, die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung. Das heißt, wenn du einen Beratungstag hast, beispielsweise, und du fährst zu dem Kunden und hast Reisekosten und ein Bahnticket ist mit 7% Umsatzsteuer belastet und deine Beratungsleistung mit 19%. Ganz viele Leute machen, dass sie die Beratung weiter berechnen, 19% plus Reisekosten mit 7%, und haben sie beide Steuersätze auf ihre Rechnung. Das ist leider falsch, weil in diesem schönen Buch steht, die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung. Das heißt, wenn ihr Reisekosten 1:1 weiter berechnet, dann müsst ihr die Reisekosten auch mit 19% weiter steuern. Warum das so ist und so weiter, da gibt es nochmal ein separates Video auf diesem Kanal, müsst ihr mal scrollen, Reisekosten weiter berechnen und so heißt das. Nächste Frage, wann würdest du eine GmbH empfehlen? Ist es möglich, eine GmbH in 2 Geschäftsbereiche zu gründen? Zweite Frage zuerst, ja, es ist möglich, eine GmbH mit mehreren Geschäftsbereichen zu gründen, überhaupt kein Problem. Ab wann das nur Sinn ergibt, kann ich dir so pauschal nicht erzählen. Das hat ganz viele Einflussfaktoren. Das ist einmal die Haftungsbeschränkung, das ist einmal eventuell, wie du skalierbar sein willst, das ist einmal steuerliche Aspekte und all solche Dinge. Aus steuerlicher Sicht zwischen 60 und 100.000 € Jahresgewinn kann das auch steuerlich Sinn ergeben. Auf der anderen Seite, du hast deutlich mehr Bürokratie und so. Es ist jetzt nicht so eine einfache Ja-Nein-Frage. Dafür müsste ich mehr Kontext wissen. So, lieben Dank. Danke für das Webinar. Herzlichen Dank. Danke. Wunderbar. Ich würde mal sagen, wenn keine Fragen mehr sind, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Schön, dass ihr da wart. Genießt noch das schöne Wetter. Falls ihr schönes Wetter habt, in Berlin ist es absurd warm und ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt nach diesem Webinar das Fenster öffnen kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.